Wow, das wird ein richtig heißer Herbst. Servus und herzlich willkommen bei In Elvis Veritas. Ich berichte heute über brandneue Veröffentlichungen und über ein tolles Event, das uns im Oktober hier in Deutschland in Bad Nauheim erwartet. Seid mit dabei! Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und führe euch wieder durch mein neuestes Video. Ein heißer Herbst steht uns bevor. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, denkt dran, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut dies bitte, empfehlt den Kanal weiter. Wir sind jetzt bei 840 Abonnenten und wenn wir die 1000er-Marke überschritten haben, dann wird ein wertvoller Preis verlost unter allen Abonnenten. Also es lohnt sich, Werbung zu machen für den Kanal. Ja, was erwartet uns in diesem Herbst? Wir bekommen zwei brandneue Veröffentlichungen und zwar zum einen die neue FTD Vinyl wird erscheinen. Wir haben es zu tun mit California Holiday, das war der englische Titel des Spielfilms, den Elvis Presley 1966 auf den Markt gebracht hat in den USA, und in Kanada hieß der Film Spin Out. Und ja, er fehlt noch in der Reihe von Soundtracks, die wir bereits von FTD bekommen haben. Und jetzt ist FTD soweit und bringt uns ein Doppelalbum mit den Master Takes und Outtakes zum Soundtrack des Films Spin Out bzw. California Holiday. Wie das bei FTD üblich ist, werden natürlich auch immer die Bonus-Songs, wie sie auf dem Originalalbum waren, auf dem Companion, so ist ja das FTD-Album zu bezeichnen, mit drauf. Von den Bonus-Songs bekommen wir Down in the Alley, wir bekommen I'll Remember You, wir bekommen Tomorrow is a Long Time und wir bekommen Love Letters. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Love Letters war auf dem Original Spin-Out-Album nicht mit drauf, man hat trotzdem den Song mit reingenommen. Wir bekommen allerdings fast ausschließlich die Master Takes, das heißt von Down in the Alley, von Tomorrow is a Long Time, von I'll Remember You bekommen wir die Master Takes. Wir bekommen aber zusätzlich von Down in the Alley auch noch den Take 1, darauf kann man gespannt sein. Von Tomorrow is a Long Time gibt es ja insgesamt 3 Takes. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Alternativ-Take bekommen. Das ist leider nicht der Fall, aber gut, jammern auf hohem Niveau. Ansonsten, wie gesagt, viele Outtakes zu den einzelnen Soundtrack-Songs. Können wir gespannt sein. Erscheinungstermin wird jetzt im September sein, ist zumindest angekündigt. Bei FTD weiß man das ja nie so genau. Zwinker. Ja, die nächste Veröffentlichung, die uns erwartet, kommt vom Memphis Recording Service und zwar Elvis Closing Night 1973. Wir bekommen Highlights aus der Dinner Show und der Midnight Show, also der echten Closing Show vom 3. September 73 in Las Vegas, und das Ganze wird es als Doppel-LP-Set und auch als CD-Deluxe-Set geben. Mit Booklet ist angekündigt. Ich bin mal gespannt, ob die LP-Fans diesmal auch das Booklet bekommen oder nicht. Wir werden sehen. Könnt euch da freuen, bereits nächste Woche wird es meinen Review dazu geben, hierbei in Elvis Veritas. Wie beim Memphis Recording Service jetzt auch in den letzten Veröffentlichungen üblich war, wird es auch diesmal wieder einen Stereo-Mix geben. Natürlich haben wir es mit künstlichem Stereo zu tun. Ich habe schon öfter in zahlreichen Videos darüber gesprochen. Ihr findet sie alle auf meinem Kanal. Ansonsten können wir gespannt sein auf diese Show, denn immerhin werden wir eine der ganz wenigen Live-Versionen von Trouble zu hören bekommen. Ja, kommen wir zum eigentlichen Highlight dieses Videos. Jetzt gleich werde ich mit Petra Michel sprechen. Petra Michel ist die Verantwortliche von der Eventagentur Eventaria in Bad Nauheim und sie organisiert im Oktober ein Elvis-Festival, aber hört selber dazu, was Petra uns zu erzählen hat. Ja, ich begrüße jetzt ganz herzlich die Petra Michel von den Eventarien, kann man das so sagen? Eventaria? Von der Firma Eventaria, Veranstaltungsagentur, genau. Wie der Name schon sagt, organisiert ihr Events, liebe Petra, und vielleicht stellst du dich kurz mal vor und dann sprechen wir über ein ganz besonderes Event, das jetzt uns Elvis-Fans im Oktober erwartet. Aber erstmal ein bisschen was zu dir. Genau, ich bin Petra Michel, ich wohne in Bad Nauheim und habe im Grunde seit meiner Jugend schon neben meinem ursprünglichen Job, den ich mal hatte als Fach-MTA für Mikrobiologie, habe ich nebenbei immer schon Veranstaltungen organisiert.
Und ja, durch gewisse Umstände bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich komplett meinen Beruf gewechselt habe und Eventmanagerin jetzt bei der Firma Eventaria bin. Ich mache doch die Organisationsleitung und bin dort zuständig im Grunde für alle Events und alle Veranstaltungen, die wir machen. Organisatorisch, abrechnungstechnisch, Vorplanung und alles, was mit den Veranstaltungen zu tun hat. Super, das hört sich toll an und wir wissen ja alle, dass Bad Nauheim die deutsche Elvis-Stadt schlechthin ist, zusammen mit Friedberg, die beiden Orte, in denen Elvis Presley von 1958, Oktober 58 bis Frühjahr 1960 gewesen war. Insofern für Elvis-Fans natürlich ganz wichtig. Aber jetzt habt ihr mit eurer Eventagentur eine ganz tolle Sache organisiert, die im Oktober stattfindet. Ja, durch irgendwelche lustigen Zufälle haben wir Steven Pittman kennengelernt. Das ist ein Eter, der aus Luxemburg kommt und der eine eigene Agentur auch hat und dort schon sehr tolle Veranstaltungen gemacht hat. Wir haben uns kennengelernt und wir ticken komplett gleich. Wir haben diesen Ansatz, dass wir das Ganze sehr familiär gestalten, unsere Veranstaltung mit viel Herzblut, mit viel Idealismus und ja, haben wir uns zusammengetan. Steven war in Luxemburg dort mit der Location nicht mehr ganz so zufrieden. Und ja, jetzt sind wir zusammengegangen und haben den Ort gewechselt und sind jetzt direkt in Bad Nauheim und holen 8 der weltbesten Elvis-Interpreten am 11. und 12. Oktober nach Bad Nauheim in das Jugendstiltheater des Hotel Deutsche bei Windham. Wow, das klingt natürlich mega, mega stark. Ich versuche ja auch dabei zu sein, denn das ist ein Leckerbissen, den sollte man sich eigentlich als Elvis-Fan nicht entgehen lassen. Nach jetzigem Stand werde ich auch dabei sein und freue mich schon riesig drauf. Es gibt einen Trailer zu der Veranstaltung, den schauen wir uns kurz mal an. Ja, das sieht natürlich super toll aus, liebe Petra. Man kann nach Bad Nauheim kommen wann ist es nochmal genau? 11. und 12. Oktober. Wir bieten aber das erste Mal über Reservex und Ad-Ticket sogar die Möglichkeit an, dass man Ticket mit Hotel buchen kann. Das heißt, man sucht sich das Hotel aus, in dem man übernachten möchte und ist das gleich mit einem Kombi-Ticket dabei. Meistens sind es Doppelzimmer, sodass praktisch der Preis, soll man im Internet mal gucken, der Preis schreckt vielleicht manche ab, aber das ist meistens der Preis für 2 Personen. Ja?
Okay. Und wir haben auch schon, das Hotel Dolce ist schon ausverkauft, aber die anderen Partnerhotels, die wir in Bad Nauheim haben, sind auch alle traumhaft schön und haben jede individuelle Ausstrahlung. Ich nenne nur das Hotel Spöttl zum Beispiel, das Hotel Arabella, das Hotel Rosenau, Lindemann, Brunnenhotel und das Duckies, was wir dabei haben. Also wir haben wirklich tolle Hotels dabei, unterschiedlich auch vom Preis. Und da kann man sich das aussuchen, was man möchte und ist dann bei dem Event dabei, der natürlich auch deshalb nochmal ganz besonders toll ist, weil wir die Nummer 1 der Welt dabei haben. Also Emilio Santoro ist ja gerade vor 2 Wochen beim Ultimate Elvis Contest in Memphis der Sieger geworden und den haben wir dabei und das ist natürlich für uns eine riesige Freude, dass Steven das auch mit schon geahnt hat, dass er wirklich weiter vorne sein wird. Ja. Super, das hört sich richtig toll an. Das heißt, die Fans oder die Teilnehmer erwarten quasi dann 2 Shows, sehe ich das richtig? Freitag, Samstag? Es gibt 2 Shows. Am Anfang haben wir nur die Kombi-Tickets verkauft. Jetzt gibt es auch die Einzeltickets für die einzelnen Tage, für Freitag und für Samstag. Aber ich kann nur empfehlen, wirklich das Kombi-Ticket zu nehmen, weil wenn man nur an einem Tag da ist, entgeht einem die Hälfte. Wir haben außerdem noch Mindy Miller dabei. Das ist eine Freundin von Elvis gewesen. Die wird sich zu einem Interview stellen am Samstagnachmittag. Ja, und ansonsten haben wir auch kleine Überraschungen. Wir haben einen kleinen Fan- oder Artikelmarkt dabei. Wir haben noch sonstige kleine Aktionen vor, die Fans überraschen sollen. Mhm. Und in Elvis Veritas wird wahrscheinlich auch vor Ort sein. Das wird eine tolle Sache. Da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf. Und das Line-Up ist natürlich auch sensationell, das muss man schon sagen. Wir haben es ja auch im Trailer gesehen, wirklich tolle, großartige Künstler, das muss man einfach mal so sagen. Und die Mindy Miller ist natürlich auch direkt in Tuchfühlung gewesen mit Elvis im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind natürlich tolle Gäste. Und ja, ich denke, da können wir uns alle drauf freuen. Es gibt eine Homepage auch dafür, oder wo kann man sich nochmal informieren? www.elvis-in-bad-nauheim.de. Das ist leicht zu merken. Ich werde es auch nochmal einblenden unten und in die Videobeschreibung mit reingeben. Also liebe Elvis-Fans, ihr habt es aus erster Hand gehört von Petra Michel, der Organisatorin dieses tollen Events in Bad Nauheim im Oktober. Und ich kann nur sagen, macht euch auf den Weg. Ich werde auch meinen Koffer packen und werde nach Bad Nauheim reisen für 2 Tage. Das freue ich mich jetzt schon drauf. Wird eine tolle Sache. Liebe Petra, abschließend noch kurz zu dir. Du bist Elvis-Fan seit wann? Eigentlich seitdem ich, denken kann. Also bewusst weiß ich es, an dem Tag, wo Elvis gestorben ist, war ich an der Ostsee in Golmitz und habe das im Radio gehört und bin sofort zu meiner Mutter gerannt, die Elvis sehr gut kannte. Er kannte sie auch, also nicht so, dass man ihn nur gesehen hat in Bad Nauheim, sondern sie kannten sich sehr gut. Und deshalb war bei uns immer schon so irgendwie die Elvis-Aura in der Familie. Okay, aber deine Mutter ist nicht Mindy Miller. Nein. Da war die Querverbindung, lag jetzt nahe. Irgendwie erwischt uns Elvis, glaube ich, alle im Urlaub. Bei mir war es ja auch so, im Österreich-Urlaub damals 1977, leider anlässlich seines Todes. Ja, interessante Geschichte, tolle Veranstaltung. Ich denke, alle können sich darauf freuen und ich danke dir jetzt ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für das kleine Interview, für mein aktuelles Video und ich bin sicher, wir werden uns spätestens im Oktober sehen. Ich danke dir ganz herzlich und grüße dich im Namen aller Fans und aller Gäste hier auf in Elvis Veritas und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg für das tolle Event. Ich danke dir, lieber Gerd, und habe mich gefreut über dieses Interview und freue mich natürlich auf jeden, der zu unserer Veranstaltung kommt und den ich dort vor Ort begrüßen kann. Dankeschön. Ciao. Ja, soweit das Interview mit Petra Michel. Es wird also ein heißer Herbst werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Wochenende bei meinem nächsten Video wieder mit dabei sein werdet. Wie gesagt, es gibt den Review, vorausgesetzt ich habe mittlerweile die LLP bekommen, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Wird es den Review geben zu Elvis Closing Night 1973. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King. Also das mit dem Interview, das hat jetzt mal geklappt, Gott sei Dank mit dieser Live-Schaltung.